Oh nein, heute Morgen habe ich total verschlafen. Ich musste um 8 Uhr aufstehen, aber ich bin um 9 Uhr aufgestanden. Ich habe eine ganze Stunde verschlafen. Als ich aufgewacht bin, habe ich ein Glas Wasser von meinem Nachttisch gestoßen. Der ganze Boden war nass. Ich bin mit meinen Socken draufgetreten. Jetzt sind meine Füße nass. Ich hole ein Handtuch und trockne den Boden. Es ist Zeit für Kaffee. Oh nein, die Kaffeepackung ist leer. Deshalb gibt es heute Morgen keinen Kaffee für mich. Oh Mann, die Zahnpastatube ist leer und ich habe keine Ersatztube. Wie soll ich meine Zähne putzen? Das ist ärgerlich. Ich ärgere mich. Der Seifenspender ist auch fast leer. Ich fülle ihn auf. Jetzt ist er fast voll. Oh je, meine Haare sind komplett zerzaust. Sie sind richtig durcheinander. Ich muss sie bürsten. Ich muss mich beeilen. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss meine Kleidung suchen und mich schnell umziehen. Ich suche meine Kleider. Ich habe die Kleider gefunden. Ich ziehe mich um. Ich habe mich umgezogen. Es ist kalt draußen und ich wollte meine Thermoleggings anziehen. Ich habe sie gestern gewaschen, aber sie sind noch nass. Heute läuft alles schief. Das bedeutet, nichts läuft wie geplant. Alles ist chaotisch. Ich habe heute wirklich Pech. Der Bus ist direkt an mir vorbeigefahren. Glück ist, wenn etwas Gutes zufällig passiert. Pech ist das Gegenteil. Etwas Schlechtes passiert zufällig. Jetzt muss ich auf den nächsten Bus warten. Am Nachmittag gehe ich Bingo spielen. Das ist ein Glücksspiel, bei dem man Geld gewinnen oder verlieren kann. Sie haben ein Angebot. Für 10 Pfund bekommt man eine Mahlzeit, ein Getränk und man kann Bingo spielen. Das klingt nach einem guten Angebot. Ich bin in einer großen Bingo-Halle. Ich spiele Bingo auf einem Tablet, also digital. Man kann aber auch mit einem Brett spielen, wenn man möchte. Ich habe keine Ahnung, wie man mit dem Brett spielt. Ich schiebe das Brett zurück in die Öffnung. Ich denke, man muss das Brett mit den Knöpfen benutzen, aber ich bin nicht sicher. Deshalb habe ich mich für das digitale Spiel entschieden. Zuerst nehme ich die Speisekarte. Ich schiebe das Tablet zur Seite und öffne die Speisekarte. Ich bestelle ein vegetarisches Körbchen und eine Cola. Dann stelle ich die Speisekarte zurück in den Tischaufsteller. Meine Cola ist angekommen. Ich habe ein großes Glas Cola mit Eiswürfeln und einer Zitronenscheibe. Ich trinke sie. Sie ist sehr erfrischend.
Das Essen ist auch da. Es gibt ein Schälchen mit Tartarsauce und ein Körbchen mit Pommes, Knoblauchbrot, frittiertem Halloumi und Zwiebelringen. Alles ist gelb. Das ist keine gesunde Farbe, aber das ist okay. Das Knoblauchbrot ist knusprig und gut gewürzt. Ich probiere ein paar Pommes. Nicht schlecht für 10 Pfund. Ich stelle das Körbchen wieder auf den Tisch. Ich tippe ein bisschen auf dem Tablet herum. Herumtippen bedeutet, man tippt ohne Ziel, weil man neugierig ist oder um etwas auszuprobieren. Das erste Bingo-Spiel beginnt jetzt endlich. Juhu! Beim ersten Spiel kann man 50 Pfund gewinnen. Ich habe 2 Bingo-Karten. Wenn man alle Zahlen hat und eine Karte voll ist, ruft man Bingo. 29, 29, 29. On 29, double 209. That's a good full house. Oh wow, jemand hat schon gewonnen. Ich habe leider verloren. 3 and 4, 13, 4. Die Moderatorin ruft die Gewinnzahlen. Ich spiele mit 30 verschiedenen Karten. Die Karten mit den höchsten Gewinnchancen werden hier angezeigt. Die Zahlen werden zufällig ausgelost. Das ist ein Zufall. Man kann es nicht planen, es gibt nicht viel Strategie. Ich brauche nur noch 2 Zahlen, dann gewinne ich. Auf Englisch sagt man Fingers crossed. Auf Deutsch sagt man das nicht, sondern man drückt die Daumen. Das soll Glück bringen. Oh, Pech gehabt. Jemand hat vor mir gewonnen. Ich brauche wieder nur noch 2 Zahlen, um 40 Pfund zu gewinnen. Nur noch eine Zahl. Verdammt, ich habe wieder verloren. Bingo ist vorbei, ich bringe das Tablet zurück. Ich wollte es in die Ladestation legen, aber die Mitarbeiterin hat gesagt, ich soll es oben hinlegen. Sie reinigt alle Tablets und legt sie dann zurück in die Ladestation. Es ist toll, wenn man gewinnt, aber ich spiele eigentlich nur zum Spaß. Es hat wirklich Spaß gemacht. Die meisten Menschen in der Bingo-Halle waren Senioren. Es gab keine Leute in meinem Alter. Was denkt ihr? Ist Bingo eher etwas für ältere Menschen oder sollten mehr junge Leute es spielen? Ich habe morgen eine Deutschprüfung. Du schaffst das. Ich drücke dir die Daumen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Mein Partner isst gern Fleisch und ich bin Vegetarierin. Er kann alle Fleischgerichte allein essen. Er muss sie nicht mit mir teilen. Er ist ein Glückspilz. Er hat viel Glück. Ich esse nur einen Falafel-Wrap. Ich habe Geld auf der Straße gefunden. Ich bin ein Glückspilz. Ich habe besonders viel Glück. Ein Mann hat einen Autounfall. Er ist nicht verletzt. Er hat Glück im Unglück. Etwas Schlimmes ist passiert, aber es gibt trotzdem etwas Positives. Mein Flug wurde annulliert, aber ich habe ein kostenloses Upgrade bekommen. Ich habe Glück im Unglück. Es ist schlecht, dass mein Flug annulliert wurde, aber ich habe Glück, weil ich ein Upgrade bekommen habe. Die Redewendung "Jeder ist seines Glückes Schmied" bedeutet, jeder Mensch ist selbst für sein Leben und sein Glück verantwortlich. Ein Schmied ist eine Person, die mit Metall arbeitet. Jeder kann sein eigenes Glück schmieden. Ich habe keinen guten Job. Du kannst einen besseren Job suchen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Mein Deutsch ist schlecht. Du kannst jeden Tag üben. Jeder ist seines Glückes Schmied. Ich bin unglücklich in meinem Job.
Oh, das tut mir leid. Such dir einen neuen Job. Nein, ich will nichts ändern. Ich habe dir Tipps gegeben, aber du willst nichts ändern. Man kann niemanden zu seinem Glück zwingen. Das bedeutet, auch wenn ich einer Person helfen möchte oder weiß, was besser wäre, muss diese Person selbst entscheiden. Ich bin beim Sport gestürzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich kann von Glück reden, dass nichts passiert ist. Ich bin froh, dass nichts Schlimmes passiert ist. Ich hatte Glück. Ich wollte einen neuen Kühlschrank kaufen und es gab einen großen Rabatt. Ich kann von Glück reden, dass es so günstig war. Ich freue mich, dass etwas Gutes passiert ist. Ich hatte Glück. Eine abergläubische Person glaubt, dass bestimmte Dinge Glück oder Pech bringen. Wenn ich eine Prüfung habe, nehme ich einen Glücksbringer mit. Ich glaube, das bringt Glück. Ich bin abergläubisch. Freitag der 13. Viele Menschen glauben, dass dieser Tag Pech bringt. Sie sind abergläubisch. Glück kann für viele Menschen ein großer Lottogewinn bedeuten. Natürlich ist das wunderbar. Für mich sind aber auch die kleinen Dinge im Leben wichtig. Tee am Morgen, ein sonniger Tag, eine leckere Mahlzeit oder Entspannung nach einem langen Tag. Was bedeutet Glück für euch?